Es ist mal wieder der nächste Morgen. Heute ist Sonntag. Wir schreiben den 8. Sie zeigt nur 3. Ja. Wir sind jetzt, also das Wetter ist heute ein bisschen schlechter. Also es regnet so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Also da in der Ecke ist das Hotel. Und wir gehen meistens hier, also wir gehen jetzt hier über die Straße und dann ist da direkt der Hudson River. Und wait. Gut. Wir haben heute aufs Laufen, oder wir verzichten heute aufs Laufen und machen nur so ein bisschen Stabi vielleicht, wenn es jetzt nicht doller regnet. Genau, und heute Nacht um 5 wieder oder so saß da wieder jemand auf der Treppe, derselbe Typ wie letztes Mal, und hat da irgendwie Videos geguckt oder keine Ahnung. Und ich bin dann erstmal aufgestanden und habe die Tür zum Flur zugemacht, weil mich das so aufgeregt hat und mein Puls über 180 war. Ja. Tag, Donna steht aus, sie so, ich habe jetzt richtig das Verlangen, wem eine reinzuhauen. Nicht so, okay. Aber der Typ hat's überlebt. Am Abend haben wir uns dann noch die Vorhersage angeguckt. Es war ja Regen angesagt, also erstmal nochmal kurz hier ein wilder Flex mit der Skyline. Und eigentlich habe ich gesagt, wenn es regnet, dann wird es safe gelaufen, aber wir sind beide einfach durch. Und wir haben eigentlich erst 2 Tage hier rumgerannt, deswegen, well. Wir sind durch mit Frühstück und auf dem Weg in den Central Park. Die tägliche Prozedur. Sonst kommt es wieder raus. Jetzt hier im Central Park. Bis jetzt noch nicht ganz überzeugt, aber es ist halt alles grün. Und dort sieht man die ganzen Hochhäuser. Das ist schon ein bisschen nice. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was wir als letztes erzählt hatten, aber wir sind gerade so ein bisschen in der reichen Gegend. Also hier ist so Gucci, Prada und so ein Bums. Und jetzt machen wir eine Pause, bevor es weitergeht. Und dann gehen wir erstmal wieder Richtung Empire State Building, und weil wir da uns einen Koffer holen wollen. Erzähl mir. Wir sind hier gerade bei Abercrombie & Fitch. Ich weiß nicht, ob man mich hört, weil die Musik so laut ist, aber hier sind so ziemlich nice Sessel, einfach wo man sich hinsetzen kann und warten kann. Und man setzt sich da so rein und sieht erstmal so einen Kilometer weit runter, weil die so fluffig sind. Hier sind halt auch Läden hier, also solche Foodwagen. Und da gibt es halt so Brezeln und so viel Salz. Ja. Hier sind wir auf jeden Fall am Rockefeller Center. Pretty impressing. Tropft hier halt so ein bisschen und man denkt einfach so, hoffentlich ist es Regen und nicht so Stadtwasser von da oben. Wir waren gerade so ein paar Läden, und als ich so in der Umkleide war und was anprobiert habe und mich so runtergebückt habe, um irgendwas aufzuheben, mein Rücken hat einmal komplett durchgeknackt. So durch sind wir. Also ich finde es ja super, dass hier immer überall irgendwelche Parks sind. Super cute hier. Und das einfach so mittendrin. Hans ist jetzt da hinten an so einer Bäckerei, die wir letztens gesehen haben, vorgestern oder so, uns was zu essen zu holen, dann hinzusetzen, weil es hier super chillig ist. Dann haben wir jetzt so einen Brötchenverschnitt irgendwie mit Falafel. Kurzes Fazit zum Brötchen. Es war okay, es hat nicht deutsch geschmeckt, aber ich glaube, es ist das Beste, was wir hier hätten bekommen können. Ja, ich fand es auch nur so semi, muss ich sagen. Haben wir einen Kaugummi reingeschmissen und festgestellt, dass das Kaugummi einfach nach Flugzeug schmeckt. Wer kennt's nicht, ein Kaugummi, das nach Flugzeug schmeckt. Also wir haben uns jetzt einen Koffer gekauft, aus dem Grund, weil wir beide ein bisschen Übergewicht hatten. Koffergewicht. Nur ein bisschen, ich war bei 24,9. Mich hat schon sehr gewundert, dass der Typ in Hannover nichts gesagt hat. Und das wäre Meilen über die 50 Pounds. Wir wären vielleicht bei 60 Pounds. Das hätte ich vielleicht geschafft. Ja. Und ich war halt, weil ich jetzt Überseeflug hatte ich eigentlich genug Gewicht. Also ich hatte kein Übergewicht, aber fliegt ja jetzt weiter, quasi inland. Und da habe ich, glaube ich, nicht so viel Gewicht. Deswegen hier mein zweiter Koffer ins Handgepäck gedroppt. Dann passt das. Okay, also wir sind jetzt back. Haben uns ja einen Koffer gekauft.
Aus gegebenen Anlass müsst ihr mal ein YouTube-Video gucken, wenn es fertig ist, um herauszufinden, warum. Wird gleich nur spannend, wenn wir das in unseren Mini-Kleiderschrank da packen. Ja. So, 2 mehr kommen. Guck mal, die Tür geht schon mal gar nicht mehr auf. Geh mal vor. Yes! Und alles rein da. Wir haben uns jetzt hier so ein bisschen umsortiert und jetzt haltet euch fest, ihr kommt aus dem Staunen gleich nicht mehr heraus. Gut, ne? Wir können jetzt hier wieder gehen. Man muss jetzt nicht mehr sterben, wenn man hier runterspringt. Weil wir die Koffer jetzt, die großen, hier hingepackt haben und die kleinen das gepackt haben, was wir dann halt morgen noch so anziehen. Ey, ich bin begeistert. B für begeistert. Wir sind jetzt mal wieder auf der Suche nach Essen. Hier gerade durch so einen richtig cuten Park. Hier sind wir schon ein paar Mal angelaufen und noch nie aufgefallen. Und es regnet jetzt einfach. Aber es ist so richtig Sprühregen und wir haben sogar lange Sachen an, weil es jetzt ein bisschen So, nice. so als wenn man aus so einer Sprühflasche Ja, das so wirklich. auf Verteilen sprüht. Genauso ist der Regen. Also nicht nass, aber irgendwie wird, doch nass. Man wird schon nass. Ich weiß nicht, ob man das sieht im Video, aber also es ist so wenig, dass man es nicht mal sieht. Aber der Regenschirm eben war überbewertet. Überbewertet. Braucht man nicht. Ja, man sieht es nicht so. Also es ist jetzt 19:51 Uhr und wir sind immer noch nicht im Hotel. Draußen unterwegs. Und wäre jetzt hier heute Sonne und ein bisschen komische Baustelle oder so. Aber ist schon wieder nice. Wir haben halt beide mysteriösen Lattmuskelkater. Genau, Keine Ahnung wo. genau da. Genau da. Und wir fragen uns, woher es kommt. Man könnte denken, es ist vielleicht vom Kofferheben, weil wir ihn immer wieder aufs Bett und wieder runterheben mussten. In 20 cm Platz. Aber ist schon wieder nice. So, guten Morgen an unserem letzten 4. Tag. Wir haben uns hier wieder auf die Wiese, die wunderbare Fake-Wiese. Fake-Wiese, um ein bisschen wach zu werden, bevor es dann wieder in die Stadt geht. Bis später. Wie angekündigt sind wir jetzt im Central Park. Überall, also wir sind gerade so einen kleinen mittelschweren, dollen Anstieg hochgestiegen. Jetzt sind wir irgendwie auf so einem Great Hill, nennt sich es. Richtige Berge hier. Wie im Harz. Ja, und wir lang gehen und wir gehen jetzt nach dem Prinzip nicht runter, weil dann müssen wir irgendwann wieder hoch. Die Wege sind an sich schon ziemlich nice hier. Es sind immer solche, also man kann den Leuten entgehen. Und da hinten irgendwo müssen wir hin. Es sieht gar nicht so weit aus, aber es ist schon dolle, also eigentlich eher so dahin. Eigentlich eher dahin. Man hört schon überall Tiergeräusche, die man in der Stadt nicht hört, obviously. Und ein Ententeich mit Entengrütze. Mal richtig schön lecker. Das ist schon ein bisschen witzig. Sieht schon ein bisschen witzig aus. Ein Squirrel! Also die Bank finde ich süß, muss ich sagen. Oh, da ist ein Wasserfall. Bird. Also die Sache mit dem lieber keine Berge gehen hat nicht so funktioniert. Wir sind hier gerade schon wieder hochgelatscht und sind jetzt hier an so einem richtig nicen See mit einer richtig guten View. Look at it. Hier die Sonne ist arg doll, man sieht es. Wir haben was gefunden. Jetzt wird geschaukelt. Jetzt wird eine Runde geschaukelt. Yes! Und ich mach den Rucksackhalter. Ui, sie fliegt. Ui. Fliegt, ich glaube, ganz drauf. Oh. Richtiges Premium-Video.
Also man merkt schon, es wird hier wieder lauter. Wir sind jetzt hier, wo wir gestern kurz waren, aber dort ist gleich schon Ende. Und wir sind jetzt ungefähr 4,7 Kilometer hier durch den Central Park einmal durchgegangen tatsächlich. Und ganz nice und schon lohnt. So, wir sind jetzt wieder, wir waren noch kurz beim Times Square bei Target, haben ein bisschen Wasser gekauft, Verpflegung für morgen und natürlich wieder unser Mittag. Die Grapes, die wir gleich am Fluss Mittag um 14:30 Uhr. zu uns nehmen werden. Ja genau. Wir melden uns dann nochmal. Nochmal kurz zum Wasser. Es ist erstmal super fett und 3 Liter halt. Und hier unten, ich weiß nicht, ob man es sieht in dem Video, aber man kann da halt so super nice, dass sich in den Arm hängen. Okay, wir waren jetzt kurz im Hotel und haben eigentlich nur die Weintrauben abgewaschen und rumgesessen. 10 Minuten oder so. Jetzt ist es so 2:50. Und Hudson River. Genießen die Aussicht, beobachten und sind neidisch auf die Jetski-Fahrer. Genau, und essen unsere Grapes. Wir haben jetzt beide schon unsere Sachen so gut es geht gepackt. Heute Abend dann noch die ganzen Kulturtaschen, also die ganzen Shampoos und so reinschmeißen. Und also ich sitze hier gerade noch und muss den Koffer noch zumachen, aber ich bin auf den letzten Meter ein bisschen abgestorben, weil es war anstrengend. Aber wir machen uns gleich auf dem Weg irgendwas zu essen, also beziehungsweise wissen wir schon, wo wir essen gehen. Wir waren da, glaube ich, vor 2 Tagen oder so. Und dann relativ früh ins Bett. Okay, also wir haben es tatsächlich geschafft, uns auf den Weg zu machen und es ist erst 4:45. Und wir wollten nur eine kleine Story erzählen und zwar sehen wir aus wie Zwillinge. Weil, Maske, ja. Haare, beide groß, beide deutsch. Beide Schwimmer. Anscheinend sehen wir aus wie Zwillinge. Ja, weil wir wurden gerade gefragt, ob wir Zwillinge sind. Okay. Wir sind jetzt durch mit Essen und sind hier nochmal kurz ans Wasser gegangen, an den Pier. Und genießen die wundervolle Aussicht, außer diese Baustelle da hinten. Aber ein letztes Mal den Blick genießen. Also ich bin ja am ersten Tag oder am zweiten Tag oder so in Teer reingetreten, dass ich so eine Teerkacke unterm Fuß kleben hatte. Und jetzt auch ein bisschen am Schnürsenkel, weil der Schnürsenkel dann da reingerutscht ist und ich dann ein bisschen rumgelaufen bin.